dass man auch, wenn man aus so einem alten Adelsgeschlecht kommt, dass man auch ziemlich viel Verantwortung eigentlich trägt und dass man der auch gerecht werden muss. So ist er eigentlich aufgewachsen. Noblesse oblige. It was no empty phrase for Seydlitz. Heinrich Graf von Einsiedel got to know him in 1943. Seydlitz war ein tapferer, aufrechter, klar denkender Soldat. In militärischen Dingen klar denkender Soldat, politisch vollkommen ungebildet. Seydlitz hat zu mir selber gesagt, mir war an Hitler nichts aufgefallen als schlecht sitzende Uniform und schlechte Tischmanieren. Seydlitz will be one of the few Wehrmacht generals to openly oppose Hitler. But it hasn't come to that yet. On March the 20th, 1942, he orders the attack on the Soviet positions near Demyansk. Four weeks later, the assault troops have fought their way to the trapped army. Es war ja so, dass rings um die Stelle, wo gekämpft wurde, wo wir angegriffen haben, dass da überhaupt kein ordentlicher Stand ist. Es war mehrmals hin und her gegangen vorher und da ist natürlich nichts übrig geblieben. The supply lines to the units at Demyansk are open again. And Walter von Seydlitz is the hero of the day. Das war für Seydlitz natürlich ein ganz großer operativer Erfolg, zweifelsohne. Aber er hat sich durchaus fatal ausgewirkt, weil man im Oberkommando der Wehrmacht, im Oberkommando des Heeres nun glaubte, auch eine größere Armeegruppe aus der Luft versorgen zu können. Und dieser Glaube, dieser Irrglaube, der sollte sich 1942 noch fatal auswirken. Spring 1942. More and more fresh Wehrmacht units arrive in Russia. But this picture is deceptive. Im Juni 1941 galten rund 2/3 aller Divisionen als, wie es damals hieß, voll angriffsfähig. Im März 1942 waren es gerade noch 5%. Wir sehen daran, dass dieses Heer, das damals im Juni 1941 zum Angriff angetreten war, im Grunde nicht mehr bestand. By March 1942, the Wehrmacht has lost 1 million men. They're especially short of frontline officers. Da hat mich der damalige Kompaniechef zu sich kommen lassen und hat gesagt, also wenn Sie sich bewähren, können Sie Offiziersanwärter werden. Ich habe das dann in meinem Fahrzeug mitgeteilt, worauf unser Fahrer einen Schreianfall bekam und sagt, wir fahren von Deutschland an bis hier oben hin und jetzt kommst du und erklärst, jetzt müssen wir uns bewähren. Die normale Laufzeit in Russland eines Panzergrenadierleutnants waren 11 Tage. Dann war er weg. Most of the companies are led by corporals and sergeants. You have to look at it soberly. We are losing too many men in these battles. They waste too many lives and too much blood. There's nobody left. In the Russian offensive of the last war, I only had to replace my officers' corps once. The enemy's strength increases from month to month, while ours declines. As early as January, the ammunition supply was suspended. In January, in the midst of the fighting, they stopped sending us ammunition. I had a mortar battery and didn't fire a single shot for weeks. For weeks, not days. Yep. You can't load cannons with philosophy. Nevertheless, Hitler expects the Wehrmacht to win 2 more victories. 1, to seize the Russian oil reserves on the Black Sea, and 2, to capture the city of Stalingrad. At the same time.
Operativ war diese Entscheidung eine Katastrophe. Sie bedeutete die Halbierung der Angriffskraft und machte darum das Scheitern in jedem Falle vor Stalingrad wie im Kaukasus eigentlich wahrscheinlicher. November 1942. Most of Stalingrad has been occupied by the Wehrmacht. The Red Army begins another counter-offensive. Now the Soviets have mastered the very tactics that dealt them such devastating defeats at the beginning of the campaign. The Red Army learnt lessons from the Wehrmacht, and they learnt how to fight the same way that the Germans fought. The great irony, I think, of this is that the Wehrmacht, in fact, were the teachers for the Red Army that eventually defeated them. November the 22nd, 1942, the Red Army has completely surrounded the German soldiers at Stalingrad. Da standen Flakbatterien und ich habe die gesehen durchs Glas und denke, da fährst du hin. Und da kam einer schon mir entgegen, Gottes Willen, Mensch, fahr da nicht hin. 8-8, ja, die sind deutsch, aber die Besatzung ist schon russisch. Was? Da waren die schon hinten rum und da war mir klar, so, jetzt ist die Bude zu. Cut off. Even General Seydlitz. Hitler had ordered the soldiers in Stalingrad to dig in and hold fast, like in Demyansk. But Seydlitz knows perfectly well Stalingrad is not Demyansk. You can't supply more than 200,000 men from the air. So he decides to take an unprecedented step. He writes a memo to his superiors. Es galt, noch ein letztes Mal klarzumachen, dass unser Heil nur im sofortigen Ausbruch liegen könne. Und wenn es sein müsse, gegen Hitler. Am Schluss unserer Denkschrift forderten wir die Armee auf, sich die Handlungsfreiheit selbst zu nehmen, falls der Befehl zur Einigelung nicht aufgehoben würde. Es galt zu handeln, verantwortlich alleine dem Gewissen und dem deutschen Volke. This was unheard of. A Prussian general calling for disobedience against the supreme commander, out of a sense of duty to his own soldiers. Bismarck hat mal gesagt, der preußische Offizier geht ohne zu zögern auf dem Schlachtfeld in den Tod. Aber wenn er eine Entscheidung treffen soll, die also eine Verantwortung für längere Zeit bedeutet, dann fehlt es ihm an Zivilcourage gegenüber seinen Vorgesetzten. Und genau diese Zivilcourage hat Seydlitz bewiesen. Seydlitz was the only one. The other generals follow orders against their better judgment. They promise Hitler they'll break through the Soviet encirclement from the outside. They fail. Wir hörten in diesen kalten Nächten, das war es ja auch wieder so kalt, wenn auch nicht 40 Grad, den Gefechtslärm näher kommen. Und vom Weihnachtsabend an entfernte der sich wieder. Da wussten wir natürlich genau, was los war. Und wussten dann auch, wir hatten auszuhalten. Bis zur letzten Patrone, das war uns bekannt. The news from Russia also reaches the generals at Trent Park in England. They realize what it means. If what the newspapers say is correct, then we lose the Volga, then we lose Stalingrad. We must win the war, otherwise it's finis Germaniae. It has to work out all right, otherwise it will be the end of Germany for centuries. That's right. Have hundreds of thousands of people died in vain again? It's unthinkable. Stand firm at all costs. The soldiers at Stalingrad fight on with no hope of rescue. Too much has already happened in this war. Man kämpfte weiter aus Angst vorm Russen. Wir wussten sehr genau, wenn wir überlaufen und wenn wir aufhören, geht es uns nicht besser, als wenn wir noch bis zu Ende kämpfen. On January the 9th, 1943, Walter von Seydlitz wrote to his wife.
My dear heart, a picture of you and the children is on my desk, where I can always see you. And that helps me to deal with things which I might otherwise despair over. Farewell. Our future is dark.